Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Heute melde ich mich mal aus meinen eigenen vier Wänden, wie ihr seht, hier bei mir aus dem Ankleidezimmer in Leipzig. Die Umstände lassen es nicht anders zu. Der Olli ist extra zu mir nach Hause gekommen und wir machen heute ein Video bei mir zu Hause. Und zwar geht es heute um ein Q&A, das ich euch schon, glaube ich, sehr lange schuldig bin. Und ich habe das jetzt nochmal in eine Story aufgegriffen, habe aufgerufen, mir Fragen zu stellen. Es sind sehr viele Fragen zustande gekommen. Einige doppeln sich, einige verdreifachen sich sogar. Ist ja aber auch egal, es ist ja nicht schlimm, es ist auf jeden Fall genug Auswahl da und ich habe mich entschlossen, 10 Fragen jetzt mal zu beantworten. Die habe ich mir jetzt nicht vorher rausgesucht und rausgeschrieben, sondern ich gehe jetzt durch den Feed durch und suche mir die Fragen raus, wo ich jetzt auf jeden Fall spontan sehr viel auch zu erzählen habe oder einfach eine gewisse Geschichte dazu erzählen kann. Genau, und damit fangen wir jetzt einfach mal an, lange Rede, kurzer Sinn. Und ich werde jetzt mir mal die erste Frage rauspicken. Das ist auch wahrscheinlich die am häufigsten gestellt wurde, die Frage, wie verdiene ich mein Geld und wie kann ich mir das alles finanzieren? Also das ist so eine Kombifrage, kann man ja auch in einem Satz beantworten. Genau, also wie verdiene ich mein Geld? Ganz einfach, ich bin ein sogenannter Influencer, wie man es in der heutigen Zeit sagt. Ich mag den Begriff selber nicht sehr doll, aber ich bin es nun mal. Ich nenne mich immer gerne selbst ein Mensch, der was mit Medien macht, aber im Endeffekt ist es nichts anderes als ein Influencer, sprich, ich werde dafür bezahlt, mit verschiedenen Unternehmen Kooperationen zu machen, vorrangig auf Instagram, aber auch auf einem Blog. Ich habe auch einen Blog, der heißt Dress Like Machines, den könnt ihr euch gerne mal angucken. Genau, ich verdiene Geld damit, Kooperationen mit Unternehmen zu machen und Produkte zu bewerben, vorrangig im Bereich der Mode natürlich, also von Fashion Brands, Schuhbrands, aber auch natürlich auch von anderen Marken. Ich habe die letzten Jahre auch viel zum Beispiel mit Braun gemacht, mit der Rasierermarke, mache aktuell was mit Knoppers, arbeite langzeitmäßig mit Lidl zusammen, genau, und versuche aber diese Kooperation, die nicht speziell auf mein Hauptspezialgebiet zugeschnitten sind, immer weniger zu fahren, weil ich mehr dafür stehen will, halt noch mehr authentischen Content zu machen und solange ich das halt sozusagen integrieren kann bei mir und cool rüberbringen kann, ist es auch schön. Ich finde es auch super toll an dieser Stelle, sei es nochmal gesagt, dass meine Community, also ihr, sehr offen dem Thema Werbung gegenüber seid und hier und da natürlich auch mal ein bisschen Kritik übt, was auch okay ist, aber am Ende des Tages muss ich mein Geld damit verdienen, beziehungsweise verdiene ich mein Geld damit und Werbung gehört halt seit Tag 1 auf meinen Profilen dazu. Ich habe mittlerweile auch ein Management, was für mich halt diese ganzen organisatorischen Aufgaben wie Verhandlungen und allen möglichen Kram drumherum übernimmt und mir damit sehr viel Arbeit abnimmt, weil ich mich besser auf diesen kreativen Prozess und die Produktion des Contents konzentrieren kann. Genau, und das beantwortet dementsprechend auch gleich die nächste Frage, die ich jetzt als eine Frage hier formuliert habe. Wie finanziere ich mir das alles? Also ich habe das Privileg, ganz gutes Geld zu verdienen mit dem Job, den ich mache und dementsprechend kann ich mir auch die Klamotten leisten, die ich möchte und in denen ich mich wohlfühle, auch die Schuhe so und kann auch mal gerne ein bisschen mehr als den Retailpreis bezahlen. Was aber auch wieder wichtig ist für mich, weil Klamotten, Schuhe irgendwie mein Job ist. Mein Job ist es nicht nur meine Leidenschaft, sondern auch mein Job ist es, euch so gut wie es geht täglich neue Outfits und neue Inspiration zu geben. Und das ist halt ein Kreislauf, der halt momentan ganz gut funktioniert und jetzt aber auch auf die Probe gestellt wird, weil ja die Corona-Krise auch nicht an mir vorbeigeht. Deswegen werden wir jetzt auch mal sehen, was die Zukunft bringt. Das war die erste Frage. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Und nun kommen wir zur zweiten. Ja, wie gesagt, ich habe hier viele Fragen bekommen. Was ich auch immer ganz schön finde, ist, wenn jemand fragt, Adidas oder Nike, also kurz mal zu dem Thema zu kommen. Ja, Adidas oder Nike, zweite Frage, ist für mich momentan auch, es ist zwar traurig das zu sagen, aber recht schnell beantwortet. Also ich bin tatsächlich pro Swoosh momentan. Das hat sich in den letzten 2-3 Jahren nochmal geändert. Also davor war ich sehr Adidas-lastig, ich habe sehr, sehr viel Ultra Boost getragen, sehr viel Yeezys, habe auch so gut wie alle Yeezys gehabt aus den ersten Kollektionen V1, V2, 350er, 500er, was weiß ich, was es da alles gibt. Und Ultra Boost habe ich auch sehr gern, trage ich immer noch sehr gern übrigens, also nicht falsch verstehen. Ich trage auch immer noch gerne Adidas-Schuhe, aber es ist nun mal so, dass mein Alltag eher darin besteht, fast täglich irgendwie einen Nike-Schuh zu rocken und die einfach gerade ein bisschen besser zu meinem Daily Fit passen und zu den Sachen, die ich so auswähle. Was aber nicht heißt, dass ich die 3 Streifen nicht mehr mag, Gottes Willen. Also ich
bin immer noch großer Fan und habe immer auch noch eine große Auswahl hier und da streue ich natürlich auch einen Adidas-Schuh mit ein. Habe aber natürlich auch einiges von New Balance noch da, einige Essex-Schuhe, so, aber vorrangig die Marke, die ich am meisten trage, ist Nike, eben weil es halt momentan vom zeitgemäßen Fit eher zu mir passt und ich mich einfach in diesen Nike-Schuhen wohler fühle. Genau. Frage Nummer 2, hoffentlich damit beantwortet. Wir schauen weiter, was es noch gibt. An wem inspirierst du dich bei deinem Style? Das ist auch eine gute Frage. Frage Nummer 3, wer sind meine Style-Vorbilder? Ist tatsächlich schwierig, also ist eigentlich einfach zu beantworten, aber schwierig jetzt auf eine Person zu benennen. Also es gibt natürlich, meine größte Inspirationsquelle ist ganz klar Instagram, was auch Mode und Fashion angeht. Also man kann eigentlich sagen, die Leute, die mich inspirieren, sind die Leute, denen ich folge auf Instagram. Das sind so ungefähr 1000 Leute, deswegen kann ich jetzt schlecht ein paar Namen sagen, aber es gibt jetzt nicht die eine Person, von der ich mir jetzt alles abschaue und dann auf meine Art und Weise umsetze, sondern es gibt wirklich, wenn man es jetzt mal runterbrechen würde, bestimmt eine Handvoll Leute, so sage ich mal 10 bis 20 Personen, wo ich auf jeden Fall immer drauf warte, dass der Content kommt und immer dann gucke, okay, der macht das so, das könnte ich jetzt auch so machen, aber das Wichtigste am Ende des Tages ist auch für euch, was zählen sollte, bitte kopiert niemals den Stil von irgendjemand anderem, sondern entwickelt euren eigenen Stil. Natürlich könnt ihr euch inspirieren lassen, aber es bringt keinen Punkte, wenn ihr einfach das nachmacht, was andere vormachen, 1:1 so übernehmt. Das ist einfach unkreativ und ist auch disrespectful gegenüber der Person, die das irgendwie ursprünglich mal ins Leben gerufen hat. Sieht man ja hier und da leider Gottes immer wieder. Ich bin da sicherlich auch noch nicht absolut perfekt, aber wenn ich irgendwo was übernehme von jemand anderem, dann gibt es da auch Credits. Frage Nummer 3 damit beantwortet. Gehen wir weiter. Hi Willi, wie siehst du die Fashion-Szene in 10 Jahren? Auch eine sehr interessante Frage, aber auch da tue ich mich wieder schwer, was zu sagen. Also ich glaube, wir leben ja gerade in einer Zeit, in der das Thema Fast Fashion halt sehr, sehr, sehr angesagt ist. Es wird immer mehr und immer schneller produziert. Wer sich daran erinnern kann, weiß auch, dass ich letztes Jahr in Kambodscha war, um eben auch unter anderem über dieses Thema zu recherchieren und mich da auch ein bisschen weiterzubilden. Dazu kommt es aber auch nochmal die nächsten Wochen mehr Input von mir. Ich kann jetzt noch nicht wirklich abschätzen, wo die Fashion-Szene in 10 Jahren steht. Ich kann nur hoffen, dass sie sich vielleicht auch wieder ein bisschen beruhigt und alles wieder ein bisschen slow down und ein bisschen langsamer wird und man sich ein bisschen mehr Zeit lassen kann, auf Trends einzugehen, als es jetzt der Fall ist, weil jetzt gefühlt ist jetzt ein Trend da und eine Woche später ist er wieder weg. Früher war das vielleicht ein bisschen anders. Ist natürlich auch immer eine Sache, was man selbst draus macht. Wenn man nicht so großen Wert darauf legt, immer up to date zu sein, dann ist es natürlich auch, wenn man das schafft, dann ist es natürlich auch entspannt. Ich bin natürlich auch der letzte Mensch, der jetzt sagen kann, ich kann mir jetzt jede Woche für 5.000 € neue Sachen kaufen, nur um irgendwie immer die neuesten Sachen zu haben. Das will ich auch gar nicht. Ich versuche viel mehr mit den Sachen, die ich habe, zu arbeiten und kaufe gar nicht mehr so viel Klamotten, wie ich es mal zeitweise gemacht habe. Ich glaube allerdings, in 10 Jahren wird sicherlich auch gerade wieder ein Trend da sein, der schon mal da war, was wir jetzt gerade auch durchleben, seien es jetzt Farben, seien es jetzt die Schnitte von bestimmten Sachen, seien es einfach Bewegungen. So, man merkt, vieles kommt wieder und vieles kommt dann aber wieder natürlich in abgewandelter Form. Deswegen, ich lasse mich da einfach überraschen. Ich gucke von Jahr zu Jahr. Ich bin auch kein Mensch, der jetzt das krass planen muss. Deswegen, ich lasse es auf mich zukommen und wenn es mir gefällt, dann steige ich damit ein und wenn nicht, dann übergehe ich halt eben den Trend oder den aktuellen Mood in der Fashion-Szene. Genau. Was ist dein Lieblingsschuh und wie viele hast du zurzeit insgesamt? Auch eine gute Frage, kann ich leider auch nicht exakt beantworten. Aber also Schuhe insgesamt, um das erstmal gleich vorwegzunehmen, ich habe mich sehr ausgedünnt über die letzten Monate. Ich habe natürlich immer noch super viele Schuhe, aber nicht mehr so viele, wie ich zu meinen Hochzeiten hatte. Also in meiner schlimmsten Zeit, kann man so sagen, habe ich wirklich alles gesammelt. Da hatte ich so um die 600 Paar. Jetzt aktuell habe ich lass es mal so 120, 130 Paar Schuhe sein noch, die in meiner Daily Rotation hin und her fliegen. Was mich auch gleich noch dazu bringt, noch eine andere Frage, die öfters gestellt wurde, zu beantworten, ob ich alle meine Schuhe trage. Ja, ich trage alle meine Schuhe, natürlich die einen mehr, die anderen weniger. Es kommt auch immer auf das Wetter an und auf die Witterungssituation. Wie war die Frage nochmal? Jetzt muss ich genau, was mein Lieblingsschuh ist.
Also ich kann grundsätzlich sagen, es gibt jetzt kein spezielles Modell, was ich jetzt favorisiere über allen, aber es gibt natürlich eine Silhouette, beziehungsweise das ist der Air Jordan 1, den ich natürlich aktuell sehr gerne trage. Es ist halt sehr zeitgemäß, das Thema ist super präsent, es kommen gerade auch wöchentlich neue Farben, neue Colorways, neue Kollaborationen raus und für mich ist es einfach ein Schuh, der auch eine gewisse Historie für mich hat, weil ich halt auch mit Basketball aufgewachsen bin. Als Sportart, weil mein größerer Bruder damals viel Basketball gespielt hat. Ja, genau, also der Jordan 1 und wenn ich jetzt da eingrenzen müsste, welcher meine Favorite ist, würde ich jetzt ganz klar sagen der Fragment, weil das ist eigentlich einer meiner seltensten und wertvollsten Schuhe und den trage ich auch nur sehr selten und ich mag den Colorway einfach und die Verarbeitung vom Leder und der Shape, alles perfekt dran, genau. Aber so speziell allgemein diesen einen Schuh, der jetzt mein absoluter Lieblingsschuh ist, gibt es nicht, dafür gibt es einfach viel zu viele gute Schuhe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das macht Spaß. Welche Marken, abgesehen von Supreme, feierst du am meisten for the daily routine? Ist eine Frage, finde ich auch sehr gut. Auch schon gut beobachtet, dass ich halt ein sehr intensiver Supreme-Jünger bin. Ja, also es ist natürlich auch so gekommen mit über die Jahre, dass ich halt viel Supreme trage. Viele denken vielleicht, dass ich auch auf diesen Hype-Train aufgesprungen bin, was ich wahrscheinlich bedingt auch bin, aber jetzt bei Supreme gar nicht so krass, weil ich trage tatsächlich Supreme schon, habe letztens drüber nachgedacht, schon seit gut und gerne über 10 Jahren. Und da war meines Wissens das Thema noch gar nicht so präsent in Deutschland. Weitere Brands, die ich sehr gerne trage aktuell, so viele gibt es da tatsächlich gar nicht und auch nicht mal unbedingt nur teure Marken. Also gut, das ist jetzt ein doofes Beispiel, dass ich so gesagt habe, aber ich trage natürlich sehr gerne die ganzen neuen Louis Vuitton Sachen, weil Virgil seine Hände da im Spiel hat und ich finde halt tatsächlich auch, dass Louis Vuitton sich sehr gut gemacht hat, seitdem Virgil da ist, weil der für mich auch eine große Inspiration ist, gerade was Mode angeht. Habe auch sehr viel Off-White getragen die letzten Jahre, das habe ich aber so ein bisschen zurückgefahren, da bin ich so ein bisschen rausgewachsen, kann man so sagen. Neben Supreme und Louis Vuitton trage ich aber auch gerne tatsächlich öfters mal einfach No-Name-Brands. Was ich eigentlich damit sagen will, ich gehe auch gerne mal zu Weekday oder ich gehe auch gerne mal zu Urban Outfitters und kaufe mir halt ungebrandete Sachen, weil ich habe immer diese Phasen, wo ich auch einfach dann mal ein bisschen satt bin von diesem ganzen Logo-Branding und dann versuche ich auch wieder zurückzugehen zu diesen Back to the Basics, mehr oder weniger, zumindest was die Klamotten angeht. Ja, und dann gehe ich auch gerne mal zu Weekday einkaufen, da gibt es echt immer richtig coole Sachen. Urban Outfitters hat immer cooles Zeug, wo ich auch sehr gerne bin, wo es gute Basics gibt, ist COS oder sogar Uniqlo. Ja, ihr merkt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe auch ein paar Palace-Sachen hier, bin gerade so ein bisschen dabei, Dior für mich zu entdecken und eine meiner Lieblingsbrands ist tatsächlich noch, die viele vielleicht noch nicht so auf dem Radar haben, ist Chinatown Market. Die kennt man von der einen oder anderen Nike-Kollaboration aus den letzten Monaten, aber die Brand an sich hat natürlich auch richtig geile Pieces und richtig schöne Sachen. Ich mag tatsächlich auch Essentials, Fear of God. Die haben auch sehr gute Basic und sehr gute Schnitte. Auch eine schöne Sache. Ja, und das sind so die meisten Sachen, die jetzt in meinem Kleiderschrank hängen. Natürlich gibt es hier und da immer noch kleinere Brands, die gerade so ein bisschen upcoming sind. Zum Beispiel Heaven oder Pecos. Das sind auch gute Marken. Ich habe zuletzt jetzt auch ein paar Sachen von Lola Clothing gerockt. Genau, davon gibt es aber auch noch genug. Aber wenn ich jetzt die alle aufzählen würde, dann würden wir wahrscheinlich noch morgen hier sitzen. Deswegen belassen wir es dabei und ich gehe über zur Frage Nummer 7. Auch eine gute Frage. Wie kam die Begeisterung für Sneaker bei dir? Das ist natürlich auch immer wieder so eine Sache. Ne? Ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich habe einen älteren Bruder, der ist 6 Jahre älter als ich, bin jetzt 30, er ist 36. Und dieser ältere Bruder hat mich sehr geprägt in meiner Kindheit, sagen wir es mal so, weil der hat in seinen jungen Jahren, so mit 12, 13 Jahren angefangen Basketball zu spielen. Vielleicht sogar noch ein bisschen eher, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall hat er angefangen Basketball zu spielen und es ist halt nun mal so ein Fakt, dass man Basketball auch irgendwie immer mit einer urbanen Kultur suggeriert und dementsprechend hat mein Bruder natürlich auch viel so damals, was halt sehr angesagt war bei Kicks, K1X, kennt ihr wahrscheinlich auch noch, oder And1 halt seine Sachen bestellt, gerade so, weil die halt so viel so Basketballkram gemacht haben. Genau, und meine Begeisterung für Sneaker kommt eigentlich daher, weil mein Bruder tatsächlich angefangen hat, irgendwann Basketball zu spielen, weil das seine Leidenschaft war.
Und er mich damit angesteckt hat und ich dann auch meine ersten Baggy Pants, meine ganzen ersten weiteren Sachen von ihm bekommen habe und natürlich auch meinen ersten Sneaker, was halt ein abgelatschter End One Basketballschuh war. Ich versuche den nochmal rauszusuchen und hier einzublenden. Aber das war tatsächlich eine krasse Story, einfach weil ich habe halt immer die abgetragenen Sachen von meinem Bruder gekriegt und habe die halt weitergetragen, war super stolz drauf, weil die Sachen wirklich damals für unsere Verhältnisse sehr teuer waren. Also ich komme aus einer normalen Mittelstandsfamilie, aber wir hatten nie so viel Geld, dass man jetzt sagen kann, dass ich mir davon einfach alles leisten kann oder mir alles kaufen lassen kann, was ich will. Das wollte ich auch gar nicht. Genau, und dadurch hat es angefangen. Ich fand Turnschuhe schon immer super interessant, habe auch eigentlich meine ganze Jugend über Turnschuhe getragen, habe dann auch in der Schule viel, meine ersten Jordans waren so 4er Jordans und irgendwelche Jordans aus den Snipes und so einfache Low-Key-Versionen, wie ihr wisst. Und ja, so kam es dazu, zu dem, wer ich heute bin. Und ich bin auf jeden Fall extrem dankbar dafür, dass dieses Movement, dieses Thema Sneaker mir mehr oder weniger auch meinen Lebensunterhalt bescheren kann. Sehr gut. Ich habe noch eine Frage. Was genau habt ihr mit Pitch This vor? Ist eine interessante Frage, kann ich auch relativ schnell beantworten. Pitch This, ganz kurz, ist eine Agentur, die ich mit zwei meiner engsten Freunde zusammen ins Leben gerufen habe letztes Jahr. Zwar ist es der Olli, der auch gerade hinter der Kamera steht und der Marcel, der jetzt leider gerade nicht da ist, aber ist auch egal. Genau, wir zu dritt haben uns überlegt, wie wir unsere Kräfte bündeln können und das, was wir als Expertise über die Jahre uns angesammelt haben, gebündelt sozusagen an den Mann, an den Endkonsumenten oder an den Kunden oder an das Unternehmen bringen können. Und wir haben uns darauf spezialisiert, Content zu produzieren in digitaler Form, Foto sowohl als auch Video, machen aber eben auch Konzeption, Social Media Betreuung, Eventplanung und all das sind Sachen, die wir mit unserer Expertise bei uns in der Agentur vereinigen können. Und deswegen haben wir halt auch logischerweise gesagt, okay, wir gründen eine Firma und versuchen das jetzt einfach mal. Und das Thema haben wir dann einfach Pitch This genannt, weil wir den Namen ziemlich cool fanden. Weitere Infos zu dem Thema Pitch This werden dann auf jeden Fall auch noch in den nächsten Monaten kommen. Ich werde da vielleicht auch noch mal separat ein Video zu machen, wo wir genau die ganzen Bereiche zeigen, die wir da abdecken, was wir da machen. Aber so viel sei gesagt, es ist unsere Agentur, unsere Media-Agentur, wo wir halt vorrangig halt Content-Produktion momentan abdecken, aber eben auch viel Konzeption machen, Konzepte schreiben und von A bis Z das ganze digitale Potpourri bedienen können. Genau. Hast du Tipps für den Algorithmus? Also ich gehe mal davon aus, dass die Frage auf Instagram bezogen ist. Und das werde ich tatsächlich auch immer wieder sehr oft gefragt, gerade von kleineren Profilen, wie ich denn es geschafft habe, so groß zu werden, beziehungsweise so groß ist halt auch immer relativ. Ich kann aber leider Gottes nie wirklich viel Expertise dazu geben, weil ich glaube, Instagram ist so eine Mogelpackung mittlerweile, dass man gar nicht mehr weiß, was man eigentlich richtig machen soll oder kann, um eben die perfekte Sichtbarkeit zu erzielen. Das geht auch mir so, auch wenn ich jetzt sicherlich momentan recht gute Zahlen habe und die Interaktion sehr stark ist bei mir. Ich kann euch nur meinen Weg sagen, den ich gegangen bin, um irgendwie bestmöglich zu wachsen und der sieht halt vor, auf jeden Fall keine Follower zu kaufen und keine Likes zu kaufen, was tatsächlich immer noch sehr viele machen und was Unternehmen dann in dem Fall auch oftmals immer noch übersehen, was halt relativ schade ist, aber es wird weniger und es ist tatsächlich auch so, dass es garantiert nicht gut für euer Profil ist, wenn ihr euch künstlich irgendwas dazu kauft, um irgendwie euer Selbstwertgefühl aufzupäppeln. Ich muss ehrlich zugeben, gab Zeiten, da habe ich auch drüber nachgedacht, auf jeden Fall, aber ich habe es nie gemacht, weil ich mir immer gedacht habe, dann bin ich lieber ehrlich und habe weniger Likes und weniger Follower als andere und stehe dazu und kann damit leben, bin aber dafür einfach am Ende des Tages echt. Ich kann euch nur sagen, versucht so viel wie möglich coolen Content zu machen, kreativen Content, versucht daily zu posten, haut täglich eine Story raus, filmt euch, macht vor allem Video-Content, versucht zu interagieren mit euren Leuten. Ihr seht es ja bei mir, ich rufe jeden Tag zu diesen Kommentar-Challenges auf, zu diesen Emoji-Challenges. Ich gebe den Leuten, die mir folgen, was zurück, indem ich ihre Profile teile und sie reposte. Ich finde, das ist halt einfach so ein großes Geben und Nehmen, wenn man den Leuten draußen zeigt, okay, man ist da, man ist wirklich greifbar und man ist in der Nähe
sehe und ist jetzt nicht irgendwie eine Maschine, die auf gar nichts reagiert, dann macht sich das auch bemerkbar und die Leute sind halt auch dankbar und zeigen das halt auch. Und für mich persönlich stehen die Fans oder die Follower von meiner Seite an allererster Stelle und das ist eigentlich meine Hauptregel und ich gebe halt so viel wie es geht zurück, so viel es die Zeit zulässt und das bekomme ich halt wiederum doppelt zurück, wenn Leute weiterhin meine Fotos liken und mit mir interagieren. Genau, und das ist eigentlich auch schon alles. Versucht ein bisschen mit Hashtags zu arbeiten, versucht bei anderen Leuten zu kommentieren, wo es euch interessiert. Versucht einfach euren Weg zu gehen, eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubringen, nicht irgendwie ein Foto zu posten, dann 2 Wochen nichts zu machen, dann 2 Wochen dann wieder einen Post zu machen. Davon wird keiner mehr groß werden, zumal es in den heutigen Zeiten auf Instagram schwer ist. Das war Frage Nummer 9 und nun kommen wir zur letzten Frage dieses wunderbaren Q&As. Ja, das ist auch noch eine gute Frage hier tatsächlich, die Leute jetzt wahrscheinlich von selbst, die das nicht machen, direkt beantworten könnten. Ist ein Influencer-Leben manchmal anstrengend? Wenn ja, warum? Ich kann natürlich auch nur für mich sprechen, ich weiß nicht, wie die Arbeitsroutinen von anderen Menschen sind, aber ich persönlich habe mit diesem Influencer-Dasein einen 9-to-5-Job wie jeder andere Mensch auch ein Mensch, der irgendwie viel körperlich arbeitet oder keine Ahnung, vom Arzt bis zum Müllmann, bis zum Fensterputzer, ist scheißegal. Ich mache genau den gleichen Job wie anderen auch. Mir wird das Geld nicht in den Arsch geschoben. Wie gesagt, ich habe schon immer, seitdem ich denken kann, gearbeitet für mein Geld und habe nie irgendwas von irgendjemandem bekommen und deswegen bin ich bin da auch dankbar dafür, um Gottes Willen, versteht mich nicht falsch. Ich wollte auch dieses Privileg nie haben, weil ich von Anfang an lernen wollte, was es heißt, mit Geld umzugehen, aber natürlich ist es trotzdem in der heutigen Zeit immer noch sehr schwer, durch die Gesellschaft zu laufen, gerade bei Menschen, die mit dem Thema nicht so betraut sind und zu sagen, wenn du gefragt wirst, was machst du, sagst du, ich bin Influencer und dann kommt meistens erstmal der herabwürdigende Blick oder man merkt praktisch förmlich, wie bei der Gegenperson im Kopf es rattert und man denkt so, okay, Influencer, prima, braucht kein Mensch, ist scheiße. Aber man muss halt verstehen, dass dieser Berufszweig vielleicht noch kein offiziell anerkannter Berufszweig ist, aber trotzdem genauso anstrengender und intensiver Beruf ist wie viele andere Berufe auch. Ich gehe auch täglich raus, Content produzieren, das heißt, ich mache täglich Fotos, Videos, muss natürlich auch viel Bürokram machen, viel Mails schreiben, viel Kalenderpflege. Meine Arbeit ist vielleicht nicht ganz so körperlich oder wahrscheinlich eher weniger körperlich als viele andere Arbeiten auch, aber trotzdem natürlich geistig sehr anstrengend. Und ich finde es schade, dass man halt immer noch dank ein paar einzelner Idioten in dieser Internetwelt immer noch auf bestimmte Klischees reduziert wird, die einfach nicht zutreffen, von wegen, dass man reist ja nur durch die Welt, macht hier und da mal ein paar Handyfotos und genießt alle Vorzüge, dies, das. Ich muss dazu ganz klar sagen, es ist natürlich so, dass ich als den Job, den ich ausübe, sehr viele Privilegien mit mir habe. Ich konnte Länder sehen, die ich wahrscheinlich sonst nie gesehen habe. Ich kann mir Urlaube leisten, ich kann mir teure Klamotten leisten. Ich muss mir vielleicht keine Gedanken machen um meine aktuellen Situation, ums Überleben irgendwie kämpfen zu müssen, was viele andere jetzt vor allem eben in der Krise machen müssen. Aber ich bin halt ein Mensch, ich habe schon immer irgendwie versucht, alles das, was ich bekommen habe, auch irgendwie wieder zurückzugeben in einer bestimmten Form. Also ich bin natürlich stolz drauf, was ich mache und was ich geschafft habe bis jetzt, aber ich bin nie ein Mensch, der sich darauf ausruht und sagt, hey, guckt mich an, ich habe so viel gebracht, ich habe 200.000 Follower auf Instagram, ich bin der absolute Chef und der krasseste Typ der Welt. Ich war nie der Typ dafür, ich war immer eher der Typ, der dann gesagt hat, so ey, geil, ich find's schön, aber es geht immer noch weiter und es geht immer noch nach oben und vor allem versuche ich jetzt so langsam anzufangen, dass es mir möglich ist, auch Sachen zurückzugeben, wie damals mit dieser Australien-Aktion, wo wir sage und schreibe 7.500 € gesammelt haben für die Opfer der Buschbrände. Und ich das jetzt auch wieder machen will im Rahmen dieser Corona-Geschichte, die jetzt gerade abgeht. Man muss irgendwie was zurückgeben und man muss den Leuten auch draußen klar machen, dass diese Berufsgruppe einfach nicht irgendwie so pauschal gesagt nur eben aus dem besteht, was ich vorhin gesagt habe, so Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es ist halt auch viel im Background, was da passiert, was die Leute eben nicht sehen. Ich kann nur sagen, für meinen Teil, ich arbeite genauso hart, wie ihr es tut, um mein Leben aufrechtzuerhalten und bin unfassbar dankbar dafür, dass ihr alle da seid und mich dabei unterstützt und ich versuche, wie gesagt, auch so viel wie möglich zurückzugeben und damit schließe ich auch dieses Q&A für heute. Ich habe mir jetzt mundfusselig geredet, ich wollte eigentlich 10 Fragen kurz und knapp beantworten, das ist jetzt doch ein bisschen ausgeartet.
Ich hoffe, es war ein bisschen informativ, ihr konntet ein bisschen mehr über mich lernen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr das cool fandet und wenn ich nochmal ein Q&A machen soll. Das können wir natürlich jetzt theoretisch wöchentlich machen und vielleicht begrenzt auf 5 Fragen, nicht 10 Fragen. Aber ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, vor allem bleibt zu Hause und haltet euch an die Regeln und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.